Willkommen zurück, Freunde. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Dog aus Hamburg. Ja, ihr habt's gesehen, Aspen for Man. Und ihr habt's gesehen, der 12 € Green Irish Tweed Duft. Ja, oder besser gesagt, Green Irish Tweed für 12 €. Genau. Hier haben wir ihn. Und ich muss sagen, es ist für mich der beste Dupe von Green Irish Tweed. Ich kenne einige und ich weiß auch, die ihr unterschreiben werdet, die kenne ich. So, die arabischen und so weiter. Aber dieser Duft hier in der 118 ml, ganz wichtig, den 118 ml Flakon ist einfach so nice. So, ihr wisst es, ich bin normalerweise ein Fan vom Original und ich habe den auch grundsätzlich. Ich hatte auch den Green Irish Tweed. Und dann war er leer. Ich war überlegen, ob ich ihn mir nochmal hole. Habe ich bis jetzt noch nicht, weil ihr kennt ja meine Einstellung zu Tweed und den Haus und so weiter und so fort, was da aktuell passiert. Und ich kenne nicht die neue Version von Green Irish Tweed, die jetzt auf dem Markt ist. So, früher war er gut, hatte eine gute Haltbarkeit, das darf man nicht sagen. Und es ist auch der Clint Eastwood Duft. Das ist der Signaturduft von meinem Lieblingsschauspieler Clint Eastwood. Und das ist ein richtig nicer Duft, der immer mit Cool Water verglichen wird. Da kommen wir aber gleich zu. Und den habe ich auch schon lange. Ich habe auch noch einen Backup-Flakon. Und trotzdem hatte ich den Original, aber der ging leer. Und ich habe ihn seitdem nicht wieder gekauft, weil erstmal, ich trage Green Irish Tweed, habe ich auch nicht so oft mehr zum Schluss getragen. Davor ja, klar. Aber wenn man den hier auch hat zum Beispiel, der Sprüher okay, könnte besser sein. Und das hier, so ein bisschen, dieses Kratzen ist so ein bisschen ekelhaft. Das ist das Einzige. Aber wie gesagt, der kostet 12 €. Natürlich gibt es auch Flakons, die genauso günstig sind, die besser gemacht sind, aber hier nicht. Aber da kann man drüber sehen, in denen, was man bekommt bei diesem Duft. Ich habe vor 3 Jahren schon mal den vorgestellt. Natürlich wiederholt man auch mal ein Video und sagt, okay, da bin ich angefangen und jetzt muss er nochmal vorgestellt werden. Ist doch logisch, weil viele immer noch diesen Duft nicht auf dem Schirm haben. Und ihr könnt bei 12 € ja überhaupt nichts falsch machen. So, was macht ihr bei 12 € falsch? Natürlich, ich möchte betonen, es wird ja, ich will jetzt nicht predigen, aber es wird ja immer alles teurer. Und für Leute, die jetzt nicht so viel Geld haben, ist auch 12 € viel Geld. Verstehe ich alles, klar. Aber im Endeffekt zum Green Irish Tweed für, keine Ahnung, 300 € in der 120 gibt es ja gar nicht mehr, in der 100 ml. Und das ist dann schon ein Unterschied. Und ihr merkt hier, und das muss ich ganz klar so sagen, nicht wirklich einen großen Unterschied. So, natürlich, 1:1 sage ich jedes Mal, es gibt immer Parallelen, die nicht gleich sind. Und ja, ich möchte, ihr kennt ja mich, ich möchte euch immer das Beste ans Herz legen. So. Vielleicht hole ich mir das Original auch nochmal, aber man überlegt trotzdem schon im Kopf, wenn man weiß, für 12 €, der vielleicht nicht ganz so lange hält, aber ich weiß nochmal, ich wiederhole mich, hatte ich eingangs ja gesagt, ich kenne die aktuelle Version nicht und ich weiß ja, dass Tweed schlechter geworden ist, deswegen habe ich ein Problem damit. Und wenn der hier gute 6 Stunden hält und auch eine gute Ausstrahlung hat und auch noch nach 5 Stunden wahrgenommen wird, das weiß ich, weil ich darauf angesprochen worden bin. Ganz ehrlich, Leute, okay, 12 €, kauft euch da gleich 2, 3 Stück von und dann habt ihr genug von Green Irish Tweed in dem Fall. So, das ist also hier auch die Minze, Zitrone, Grapefruit, hier ist sogar Eichenmoos drin, das hat übrigens der Green Irish Tweed nicht. Also ihr habt hier einfach was richtig Grünes, Frisches, und mit Eichmoos, so ein bisschen moosig, nicht oldschool, richtig oldschool, finde ich. Habt ihr so einen richtig geilen Touch. Und dieser Duft, wenn ihr morgens mit euren Hund oder mit euren Kindern, wenn ihr nicht gerade in der Innenstadt wohnt, an einer Wiese vorbeigeht, wo der Tau noch so auf der Wiese schwebt und dann diesen Duft, das ist schon sehr, sehr geil. Das ist auch ein ganz Jahresduft. Ihr könnt den auch im Büro tragen. Also kein Problem damit, keiner eckt an, der Duft eckt nicht an. WTWR ist hier auch drin. Für Leute, die WTWR nicht mögen, keine Angst, es ist nicht so extrem und bla bla bla, das gibt's hier nicht. Dieses ganz Erdige oder eigentlich richtig überhaupt nichts Erdiges.
Es ist einfach genial, wenn man sich überlegt, wie günstig der ist. Ja, es gibt einige Dupes. Ich werde jetzt mal einen einblenden. Von denen, wenn ich Ihnen mal einen Düfte der Woche vorgestellt habe, sagen die meisten, dass dieser Duft besser ist. Den hatte ich. Ja, ich finde einige Düfte von dieser Marke gut, aber nicht diesen, weil der hier einfach zu zitrisch ist und einfach das Grüne nicht wiedergibt, so wie Queen Irish Tweed und dieser. Und deswegen ist das hier meine Nummer 1. Und die anderen möchte ich gar nicht jetzt erwähnen, die alle in diese Richtung gehen. Es gibt im Endeffekt immer ähnliche Düfte. So, aber es geht um den besten Aston. Und ganz ehrlich, ich werde ihn unten verlinken. Schaut mal vorbei. Ja, und holt euch den einfach. Holt euch den einfach. Punkt. So. Wenn nicht, wenn ihr noch euren Opa habt, euren Vater und so, dann, wenn ihr den nicht mögt, schenkt ihn weiter. Die werden den definitiv mögen. Das heißt aber nicht, nochmal, dass das nur für ältere Menschen ist. Nochmal, wenn ihr Queen Irish Tweed kennt, dann muss ich Ihnen auch nichts zu sagen, weil da redet keiner von, das ist ein Operduft. So. Und Abstriche vielleicht muss man immer machen. Die alte Version hat 8-9 Stunden gehalten. War noch gut. Ich glaube aber nicht, dass wirklich Queen Irish Tweed aktuell so lange hält. Lavendel ist übrigens auch hier drin. Das nehme ich auch ein bisschen wahr und das ist das Schöne. Also es ist ein richtig guter Duft. Mit Abstrichen von diesen Deckeln und dieses Gekratze hier und so. Aber sonst finde ich den Flakon 118, warum auch immer, eigentlich richtig nice. Also da kann man nichts zu sagen. So, Aston for Man für 12 bis 18 Euro. Das schwingt, das ist natürlich immer hin und her. Gerade jetzt in der Zeit gehen die Preise hoch und runter. Aber testet ihn und ganz ehrlich, ich überlege immer noch und schon lange, sehr lange, ob ich mir das Original nochmal hole. Aber gut, ich habe den Creed auch geholt, den Aventus, und habe ja einige Dupes, aber das ist noch ein bisschen was anderes. Und wie gesagt, ja, ich weiß es noch nicht. Und in dem Fall, weil ich bin einfach von Creed, Creed ist, ich weiß nicht, wenn das alles so schwach wird, er hat es verkauft, es ist einfach keine Liebe, es steckt null mehr dahinter und das ist das Problem, was ich damit habe. Deswegen teste ich auch nicht mein Lieblings-Creed-Duft Royal Oud, den habe ich ein Glück noch in der alten Version. Ich will das gar nicht. Ja, eigentlich auch nicht Queen Irish Tweed und das ist der Punkt. Es reicht, wenn ich Aventus weiß und Aventus das Rauchige und bla 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 bla, ihr wisst das, weg ist. Und deswegen, nein, ich will nicht abschweifen. Aston for Man solltet ihr auf jeden Fall von Cody, ne, das sagt gar nicht von wen, ich glaube, das ist Cody, Aston for Man anschauen und ihr könnt ihn schon solo blind kaufen. Also Leute, haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Mal.